Die Ausstellung Roads Not Taken oder Es hätte auch anders kommen können widmet sich 14 Zäsuren der deutschen Geschichte, und zwar des 19. und des 20. Jahrhunderts. Nach einem Konzept von Professor Dandiner haben wir, das kuratorische Team, 14 Möglichkeiten der deutschen Geschichte inszeniert und fokussieren dabei immer ganz stark auf eine Möglichkeit, die historisch angelegt worden ist. Das muss nicht immer die wahrscheinlichste Möglichkeit gewesen sein, denn es gibt natürlich meistens mehrere Möglichkeiten. Aber wir denken, dass die Schärfung des Blicks für die grundsätzliche Offenheit von Geschichte ein ganz wichtiger Punkt ist, um Geschichte grundsätzlich besser zu verstehen. Um diese Möglichkeitsräume am besten zu erfassen, stellt man sich auf die sogenannten Viewpoints, die einen optimalen Blick auf die 14 Möglichkeitsräume erlauben. Die Ausstellung geht chronologisch rückwärts. Wir starten im Jahr 1989 und enden im Jahr 1848. Dieses soll ein Element der Verfremdung in der Ausstellung bedeuten. Das haben wir festgestellt, dass es bei den Besucherinnen eigentlich gut ankommt, mit einem sehr bekannten Bild, in dem Fall 1989, zu starten, weil man sofort drin ist in der Ausstellung. Aber wir wollen mit diesem Element der Verfremdung auch das Thema der Ausstellung aufgreifen, nämlich dass es nicht teleologisch geht, eine chronologische Erzählung vom 19. Jahrhundert und dann aufs 20. Jahrhundert hin, wo alles zwangsläufig ineinander übergeht, sondern wollen mit dieser Technik auch die Offenheit der Geschichte betonen. Und die einzelnen Wendepunkte funktionieren auch alleine für sich. Das heißt, jeder einzelne ist in sich abgeschlossen, es baut nicht aufeinander auf in dem Sinne. Die Ausstellung arbeitet stark mit Zitaten. Und über dieses Zitat funktioniert der Einstieg in den Möglichkeitsraum. Die Ausstellung ist so gemacht, dass es immer einen Möglichkeitsraum und einen Wirklichkeitsraum gibt. Der Möglichkeitsraum ist stark inszeniert, bunt gestaltet, die Bilder teilweise verzerrt und eben von der Gestaltung her stark inszeniert, obwohl wir dort auch mit Originalobjekten arbeiten. Und demgegenüber ist der Wirklichkeitsraum. Dort arbeiten wir auch mit zeitgenössischen Zitaten, aber er ist streng museal, eher schwarz-weiß mit schwarzen Linien, fast übermuseal, sozusagen zeigt, wie die gewesene Geschichte verlaufen ist.